Woran denkst du bei den Lofoten? Die Lofoten. Es ist schwieriger, der Arktis noch näher zu kommen als hier. Es gibt schneebedeckte Gletscher, tosende Wasserfälle, eine raue Berglandschaft, die in Schönheit ihresgleichen sucht und Strände wie in der Karibik. Aber vor allen Dingen gibt es diese gefiederten Freunde. Ich war mit einem guten Freund 10 Tage dort und wir haben die Region nach den 5 schönsten Orten durchforstet, die entweder empfohlen wurden oder die wir selber entdeckt haben. Diese solltest du bei deiner Reise auf keinen Fall verpassen. Vor den 5 besten Plätzen aber noch schnell eine kurze Übersicht über die Region. Bei den Lofoten handelt es sich um eine Inselgruppe, bestehend aus etwa 80 Inseln vor der Küste Nordnorwegens, etwa 100 bis 300 Kilometer entfernt vom nördlichen Polarkreis. Lofoten heißt dabei übersetzt Luchsfuß. Die Inselgruppe lebt vor allen Dingen vom Fischfang und ist seit geraumer Zeit nicht mehr auf Wikinger-Raubzüge angewiesen. Wer aber gerne eine der Wikinger-Siedlungen sehen möchte, kann eine Rekonstruktion im Wikinger-Museum in Borg begutachten. Links zu den genannten Orten findest du übrigens unten in der Videobeschreibung. Legen wir los mit den 5 Places to be auf den Lofoten. Den Anfang macht ein absoluter Klassiker. Hierher stammt das Motiv, was wohl die meisten aus Social Media kennen. Die Rede ist vom Devil's Gate oder auch einfach Djewelporten. Es handelt sich dabei um einen Fels, der zwischen den beiden Bergspitzen von Fløya und Frosken steckt. Um auf den Stein zu kommen, ist Klettern erforderlich. Wer sich nicht absolut sicher ist, sollte eher auf das Foto verzichten. Djewelporten lohnt sich aber auch ohne Schnappschuss, wenn man rechts weiter Richtung Frosken oder Blottinden geht. Die Landschaft und den Ausblick, den man hier zu sehen bekommt, sind atemberaubend und man genießt zusätzlich den Blick auf schillernde Bergseen. Ich habe selten an einem Ort so innegehalten und einfach den wunderschönen Ausblick genossen. Beim Abstieg wurde ich dazu von einer Gruppe Schafe begleitet. Die Nummer 4 auf der Liste ist der Rheinebringen. Ein Berg, auf dem man einen Blick auf das populäre Fischerdorf Rheine werfen kann. Der Ausblick von hier ist häufig auf Postkartenmotiven der Lofoten zu finden und brachial schön. Beim Aufstieg kann man nicht unbedingt von einer Wanderung sprechen, da man hier verhältnismäßig kurz 1600 Treppenstufen erklimmen muss, um an sein Ziel zu kommen. Jeder, der Herausforderungen liebt, sollte versuchen, die ganze Anzahl an Treppen ohne Pause bis nach oben zu schaffen. Für alle anderen wie mich gibt es zwischendurch immer wieder Sitzbänke, auf denen man kurz verschnaufen und schon einen Teil der Aussicht genießen kann. Vom Dorf Rheine aus werden immer wieder verschiedenste Touren angeboten, wie Kajak, Boots oder Fototouren. Auf Platz 3 haben wir einen kleinen Geheimtipp. Wer auf eine kleine Zeitreise gehen möchte und ein historisch gut erhaltenes Fischerdorf besichtigen möchte, der ist in Nussfjord gut aufgehoben. Das Dorf gehört zu Flakstedt und hat die alten Fischerhütten aus dem 18. und aus dem 19. Jahrhundert erhalten und diese zu einem Freilichtmuseum umfunktioniert. Eine der absoluten Perlen auf den Lofoten ist aber Hansines Bäckerei Veronica Oleisen. Hier gibt es ein Gebäck namens Solbolle, gut zu vergleichen mit einem Puddingteilchen, wovon wir definitiv nicht nur eins gegessen haben. Auf unserer Reise sind wir immer wieder anderen Reisenden begegnet, die alle ebenfalls unabhängig voneinander auf diese Mini-Bäckerei verwiesen haben. Ein Abstecher lohnt sich also auf jeden Fall. Wenn du das Video bis hierhin informativ fandest, würde sich dieses Schaf sehr über ein Abo und ein Like freuen. Das hilft dabei, dass auch andere Reisende die schönsten Orte nicht verpassen und das Schaf besuchen können. Legen wir los mit Nummer 2. Die Nummer 2 ist der bekannteste Ort auf den Lofoten. Dieser vereint eigentlich alles, was man mit der Inselgruppe verbindet. Es gibt schöne Wanderrouten mit Bergseen und Wahnsinnsausblicken. Ein altes Fischerdorf mit tollen Cafés sowie traumhafte Brücken und einen der schönsten Sportplätze der Welt. Die Rede ist von Henningsvær, ein Fischerdorf in der norwegischen Kommune Vagan. Erreichbar ist diese vorgelagerte Insel nur über 2 Brücken oder per Schiff. Das kleine Dorf hat nur um die 500 Einwohner und hat seinen urtümlichen Charakter behalten. Hier ist der ideale Ausgangspunkt für eine Wanderung zum Fest Vagtind,
einen direkt vor der Küste steil nach oben wachsenden Berg, den man aber über eine spektakuläre Wanderroute gut erklimmen kann. Von hier hat man einen epischen Ausblick auf Henningswehr und kann von hier, wenn man möchte, noch weiter wandern. In Henningswehr selbst gibt es viele kleine Läden und Cafés mit stolzen Preisen. Und ja, ein Käsecroissant hat uns wirklich 8,50 € gekostet. Hier gibt es aber auch den weltbekannten Sportplatz von Felsen umringt, der unter anderem vom National Geographic ausgezeichnet wurde. Alle Drohnenpiloten werden hier Luftsprünge machen. Kommen wir zum Trommelwirbel. Platz Nummer 1. Auf Platz 1 haben wir streng genommen 4 Hotspots. Man muss jeden einzelnen davon zwingend gesehen haben. Es geht hierbei um die karibisch anmutenden Strände auf den Lofoten. 2 davon sind nah beieinander, und zwar Haukeland Beach und Vic Beach. Von den umliegenden Bergen hat man eine tolle Aussicht auf die Strände von oben und dazu schöne Wanderrouten. Wir haben unsere Zelte oft am Vic Beach aufgestellt und konnten hier super schlafen. Die Sonne geht am Horizont unter und wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, sieht man von hier auch sehr gut die Polarlichter. Die Hauptsaison der grünen Streifen am Himmel ist zwischen dem September und März. Hier ist die Wahrscheinlichkeit am größten, welche zu sehen. Die Strände sind dafür ideal, da hier wenig Lichtverschmutzung herrscht. Ungefähr 20 Minuten Fahrzeit entfernt in der Nähe von Haukeland Beach gibt es dann noch Uta Clive Beach, ebenfalls ein sehr schöner Strand. Aber mein absoluter Favorit auf der ganzen Reise und das dick unterstrichen, das war der Kvalvika Beach. Der schönste Strand der Lofoten. Es gibt 2 Möglichkeiten dorthin zu kommen. Entweder der direkte Weg über den Passsattel oder der etwas anstrengendere Weg über den Rieten, von dem man aber eine Aussicht über den gesamten Strand hat. Wir haben uns damals für die erste Variante über den Passsattel entschieden und als wir diesen erklommen haben, wurden wir auch schon belohnt, denn in der Ferne, nah am Strand, sahen wir Wale. Wer kann, sollte auf jeden Fall ein Zelt mitnehmen und am Strand übernachten. Für alle Pärchen, die sich auf die Reise machen wollen, sei gesagt, dass das vielleicht der romantischste Abend ihres Lebens werden könnte. Am Strand selbst, der durch die Berge abgeschnitten ist, gibt es ein kleines Hobbithaus, welches oft übersehen wird. Dieses wurde von einem norwegischen Surferpaar aus Treibgut erbaut, die hier 9 Monate gewohnt haben. Darin findet man viele Erinnerungen aus der Zeit, aber auch viele nützliche Dinge. Vergiss auf keinen Fall, dich in das Gästebuch einzutragen. Auf unserer Reise haben wir abwechselnd gezeltet und Unterkünfte gebucht. Eine Unterkunft ist uns dabei aber besonders in Erinnerung geblieben und deshalb hier der Unterkunftstipp. Wenn ihr noch auf der Suche nach einer Unterkunft seid, können wir euch die Routenlodge wärmstens empfehlen. Ihr habt hier nicht nur eine Unterkunft mit einer Panoramasauna mit dem Blick auf den Fjord für euch, sondern könnt euch nach einem Sprung vom Steg direkt in ihm abkühlen. Die Hosts sind dabei sehr gastfreundlich und haben 2 tolle Hunde. Ihr habt von hier einen guten Ausgangspunkt, um zum Beispiel zum Jevil Porten zu gelangen. Dieser befindet sich nämlich hier direkt um die Ecke und zahlreiche weiteren Aktivitäten nachzugehen. Der Link zur Unterkunft ist dabei in der Videobeschreibung. Die Reisezeit. Auf den Lofoten herrscht zwischen Mai und Juli Mitternachtssonne. Sprich, nachts geht die Sonne nicht unter. Das Gegenteil passiert zwischen Dezember und Januar. Dort schafft es die Sonne nicht mehr über den Horizont. In dieser Zeit ist die Inselgruppe in ein eindrucksvolles Zwielicht gehüllt. Die Norweger nennen diese Dunkelzeit auch gerne Fagetit, zu Deutsch Farbenzeit. Für Fotografen also eine besondere Gelegenheit, schöne Fotos zu machen. Für Wanderungen und Aktivitäten empfehlen sich aber die Sommermonate zwischen Juni und August als idealen Reisezeitraum. Im Mai machen die meisten Geschäfte und Touren übrigens Betriebsurlaub, weil nur so wenig los ist. Das war unsere Zusammenfassung der wichtigsten Infos für deinen Lofoten-Trip. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wir von 5 Places to Be hoffen, wir konnten dich mit schönen Orten inspirieren. Für mehr Inspiration und unsere Top 5 in anderen Orten, klicke doch auf eines unserer anderen Videos oder abonniere den Kanal, um immer die schönsten Orte deiner Lieblingsreiseziele zu kennen. Wir wünschen dir eine schöne Reise. Ciao.